Chronisches Zähneknirschen kann sehr unangenehme Ausmaße annehmen. Es lohnt sich herauszufinden, was Abhilfe schafft. In diesem Beitrag geht es um den Zusammenhang zwischen geringem Selbstwertgefühl und Bruxismus. Zunächst einmal gilt es zu verstehen, dass es zwei Arten gibt, wie Menschen normalerweise ihr Selbstwertgefühl betrachten. Da ist zum einen der oberflächliche Aspekt des Selbstwertgefühls, ein Aspekt, der sich darauf bezieht, dass wir und wie wir über unser Aussehen nachdenken und wie andere uns wahrnehmen, wie zum Beispiel, ob wir uns attraktiv oder gut aussehen finden. Und dann gibt es auch den tieferen Aspekt des Selbstwertgefühls, der damit zu tun hat, sich wertvoll zu fühlen, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben und sich selbst auf einer tieferen Ebene zu vertrauen. Selbstwertgefühl ist die subjektive Einschätzung und das Gefühl, das Menschen hinsichtlich der eigenen Werte, des eigenen Werts und der Fähigkeiten. Es spiegelt wider, wie sehr jemand sich selbst achtet, schätzt und akzeptiert. Was hat das jetzt mit Bruxismus, mit chronischen Zähneknirschen zu tun? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen in Berlin und online. Chronisches Zähneknirschen und Pseudo-Selbstwertgefühl. Bei vielen Menschen mit Bruxismus, chronischem Zähneknirschen, beeinträchtigt dies ihr oberflächliches Selbstwertgefühl, weil das anhaltende Knirschen zu einer Fehlstellung des Kiefers führen kann. In einigen Fällen kann es sogar zur Veränderung im Gesicht kommen, wie geschwollene Wangen, etwas, das sich auf die Wahrnehmung des eigenen Aussehens auswirken kann. Und das kann zu Gefühlen führen, wie nicht attraktiv zu sein oder nicht wie gewohnt auszusehen, und das wirkt sich auf das Selbstwertgefühl aus. Wenn Ihr Aussehen beeinträchtigt ist, dann meiden Sie möglicherweise soziale Situationen, romantische Verabredungen oder Beziehungen, weil Sie sich wegen Ihres Aussehens unsicher fühlen. Und dieses äußere Selbstwertgefühl hängt davon ab, wie Sie sich selbst sehen, nicht nur davon, wie andere Sie sehen. Geringes Selbstwertgefühl aufgrund tiefer liegender Probleme. Auf einer tieferen Ebene hat chronisches Zähneknirschen oft Ursachen, die beispielsweise von der Angst herrühren, sich selbst auszudrücken. Diese Angst kann auf Kindheitserfahrungen zurückgehen, in denen sie nicht dazu ermutigt wurden, ihre Meinung zu äußern, oder in denen sie sich emotional vernachlässigt gefühlt haben. Wenn Sie diese Gefühle zurückhalten, dann kann das im Laufe der Zeit zu Verspannung im Kiefer und zu chronischem Zähneknirschen führen. Diese Angst, sich selbst auszudrücken, kann Ihr Selbstwertgefühl erheblich beeinträchtigen. Denn im Kern geht es beim Selbstwertgefühl darum, sich selbst als wertvoll zu empfinden und sich selbst zutiefst zu schätzen. Wenn Sie sich nie bestätigt oder gehört gefühlt haben, wenn Sie nicht den Eindruck hatten, das wurde wertgeschätzt, wenn Sie sich selbst zum Ausdruck gebracht haben, dann können Sie die Überzeugung entwickeln, dass Sie es nicht wert sind, dass Ihre Stimme nichts bedeutet, nichts wert ist, nicht zählt. Und diese daraus resultierenden, verinnerlichten Überzeugungen beeinflussen, wie Sie sich selbst wahrnehmen, denken und handeln. Und zwar nicht nur, wie andere Sie wahrnehmen, wobei das aufeinander einwirkt. Die Ursachen des chronischen Zähneknirschens zu beheben, erfordert mehr als die körperlichen Symptome zu behandeln. Es ist erforderlich, diese tieferen emotionalen Probleme zu bewältigen, die zu einem geringen Selbstwertgefühl beitragen. Einige Menschen mit geringem Selbstwertgefühl wollen das kompensieren, indem sie sich übermäßig auf ihr Aussehen konzentrieren oder nach Bestätigung von außen auf die Suche gehen. Sie geben möglicherweise viel Geld für Schönheitsoperationen, Botox etc. aus, wollen ihr Aussehen verbessern, investieren in statuserhöhende Maßnahmen und Produkte, die ihnen Hoffnung geben, dass ihr Selbstwertgefühl sich dadurch verbessert. Das sind Irrwege. All das wird nicht funktionieren. Echtes Selbstwertgefühl kommt von innen, nicht von äußerer Erscheinung oder Bestätigung durch andere. Es geht darum, an sich selbst und den eigenen Wert zu glauben. Und zwar ganz frei vom eigenen Aussehen. Wenn Ihnen das gelingt, dann knirschen Sie vielleicht immer noch mit den Zähnen oder Sie haben Veränderungen im Gesicht,
Doch mit einem gesunden Selbstwertgefühl werden Sie diese Probleme mit weniger Abhängigkeit von der Meinung anderer angehen. Dadurch nehmen dann oft auch schon ganz deutlich die vom Druck erzeugten Symptome ab. Druck erzeugt noch mehr Druck und das macht vieles sehr viel schwerer. Denken Sie daran, dass die Konzentration auf die Aufhübschung Ihres Aussehens das Grundproblem eines geringen Selbstwertgefühls nicht lösen wird. Es geht darum zu verstehen, warum sich diese Probleme verschlimmern und dass diese zugrunde liegenden emotionalen Bedürfnisse gelöst werden können. Dieser Ansatz kann zu echtem Selbstvertrauen und kann zu gesünderen Perspektiven auf das Selbstwertgefühl führen. Ich hoffe, dass diese Einblicke Anregungen liefern. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit Zähneknirschen und Selbstwertgefühl aus. Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, sich zu sehr mit dem Aussehen zu beschäftigen, sondern darum, Ihre Selbstwahrnehmung zu verstehen und auszurichten. Das wird vieles Positives ins Rollen bringen. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.